Ja, ich bin der Gruber Johann, geboren am 13.05.1923 in Ulten und wohnhaft in der Fraktion Gegend von St. Pankraz. Und die italienische Schule gemacht unter Mussolini und danach halt daheim ein bisschen gearbeitet, nie gern, aber halt müssen. Und ja, und Geld hat man keins gehabt, gell, da ist man halt streng erzogen worden, fest Kirchen gehen müssen und zweimal oft den Sonntag müssen von Gegend bis Ohren lernen. Gell. Und da ist halt ein ganz andere Gesetze gewesen als heute. Und wenn man nach Hause gegangen ist, dann hat man gedürfen, bevor man von Lana weg ist, wenn man ein Lebensmittelgeschäft ein Krapfel kaufen ohne Inhalt. Gell. Und da ist man schon freiwillig wieder bergauf. Nicht? Und da ist so die ganzen Schüler sind da alle gemeinsam miteinander, die ganze Horde ist gegen zu. Und oben haben sie sich halt wieder getrennt. Gell? Ja, und das ist halt so. Ja, also ein armes Leben gewesen. Ja, da hat man halt daheim arbeiten und Geld hat man keins gehabt. Gell? Und danach, wenn man nachher halt so ein bisschen selbstständig, ein bisschen Äpfel klauen, wenn man ein paar Lire gekriegt hat. Und sonst ist halt nicht viel los gewesen. Gell? Ja, am Bahnhof ist auch so, da ist Sommer Äpfel, Wein und Bahnhof ist so, auch so ein richtig steiler Hof gewesen. Gell? Und da hat man halt hart arbeiten gewesen und ausgeschaut hat halt nicht viel. Gell? Und da hat man nachher auch ganz anders gearbeitet. Nur. Da hat man müssen in die Ackers, die Erde mit dem Pflegen gearbeitet. Gell? Und danach jedes Jahr wieder mit die Erde wieder einführen, damit sie wieder oben ist. Gell? Und damals hat man halt noch mit einem Ross, mit Gegenzug. Und danach sind da die Saalwinden aufgekommen, dann ist es schon ein bisschen automatischer gegangen. Dann hat man gekannt, das schon, hat man mit dem Pflegen auch schon auf und nieder gepflegt. Da ist die Erde nicht mehr so nach unten gekommen. Gell. Und so langsam ist halt schon technisch ein bisschen. Und beim Spritzen haben wir auch alles mit der Hand noch, mit den Hydronetten spritzen, um 5 Uhr anfangen, bevor es halt warm ist geworden. Gell. Und bis um 11 Uhr haben wir mit Schauen, so 40 zu werden. Gell. Und dann hat man auch halt also eingeschaut, ob es nicht bald fertig ist. Gell. Den ganzen Vormittag mit der Hand da ist schon zack hergegangen. Gell. Und danach sind noch die Spritzpumpen gekommen, gell. Da ist das schon alles ein bisschen gemütlicher gegangen. Gell. Aber halt Grasertrag ist da nie gewesen. Gell. Da hat es halt viele Feindschaften gegeben, gell. Zwischen den Ableiber und Wähler, die was für optiert haben. Gell. Und dann hat es Gase in die Familien sogar. Gell. Der eine hat die eine Anschauung gehabt, der andere die andere. Gell. Und zum Schluss sind die Fanatiker halt rausgekommen, die was für Deutschland optiert haben und gemeint, jetzt was sie für Helden sein. Gell. Und der andere ist halt noch als Walzer ausgetan worden. Gell. Da haben die Leute schon viel Ungerechtigkeit vertragen müssen. Ja, da bin ich nach Zeit zum Militär gekommen. Gell. 1943 einrücken müssen. Gell. Und da bin ich
da sind 40 Dinge gewesen, die was eingerufen sind, zugleich mit mir nach Innsbruck, und ich habe jetzt die Flieger gemeldet gehabt, die 39 sind nach Halt gekommen und ich bin als Einzelner nach Wien gekommen, als Flieger Anwärter, gell? Und dann haben wir unten die Ausbildung gemacht und danach neben St. Pölten, da ist eine Fliegerschule gewesen, da sind wir da, bin ich halt mit anderen mit 3 Wochen da einen anderen Herrgott Tag gestohlen, und danach ist noch, hat es geheißen, ja, jetzt werden keine mehr angenommen, gell, weil jetzt sind so viele schon vorgemerkt, und auf der anderen Seite 1943 hat schon der Treibstoff beim Hitler schon gefällt, gell, weil die Russen schon alle rausgekommen sind. Ne? Und dann hat es geheißen, jetzt können wir halt als Kraftfahrer weitermachen. Dann sind wir nach Sprint gekommen und haben eine Vorschule gemacht, durchgekliffen richtig, und danach wieder zurück, und die anderen sind nach alle plötzlich weg, und ich und die Kinder da zurückbleiben. Das ist für mich ein Wunder geschehen. Und die anderen sind alle damals schon zur SS mitgemischt worden, gell? Weil die Soldaten, die echten SS hat es nicht mehr gegeben. Gell? Na, haben sie mit die Leute gezwungen, gell? Und dass sie radikal werden. Und ich bin da verschont geblieben durch den Arzt, der da die Musterung hat gemacht. Der hat gesagt, ich soll ein bisschen warten, und der hat noch da auf einem Zettel hat etwas notiert. Hier und da könnt ihr zurückbleiben, und bin auch wieder zurückgekommen durch der Fliegerschule. Und dann haben wir noch einen Lastwagen gekriegt, dann müsste notgelandete deutsche Jagdmaschinen holen, da im Waldviertel, meistens da auf der tschechischen Grenze, der deutschen Grenze, sind sie notgelandet, wegen Treibstoffmangel, weil sie den Amerikaner in Bomber entgegengeflogen sind. Gell. Na, eine Ding müsst holen und auf dem Fliegerplatz, in der Fliegerschule zurückbringen, weil da ist eine Flugzeugwerft gewesen, wo sie die Flugzeuge wieder kontrolliert haben, und nach einer Zeit lang ist er gegangen, und danach habe ich halt einen Chip gekriegt, und dann ist dann an der Front gegangen, Richtung Frankreich. Und das ist mein Glück gewesen. Gell? Bis auf der tschechischen Grenze, also der Zug, und dann haben sie in meinem Waggon noch umgehängt und dann Richtung Straßburg. Und dann haben wir auch sagen müssen, mit dem Chip Richtung südlich von Paris hinfahren, meine Einheit suchen. Und dann bin ich halt so langsam zurückwärts gegangen, bis fast Kufstein ist da der Krieg ausgegangen, am 5. Mai. Und dann haben wir geheißen, jetzt gehen wir alle gemeinsam in Gefangenschaft, und wer meint, heimzukommen, der kann es versuchen. Gell? Und da hat 2000 Fleisch gekriegt und 2 Laben Brot. Und dann hat er einen Rucksack genommen und schaut Richtung Oberrintal bis Etz und nach Etz da hinten. Und da sind ganze geschlossene Soldaten, Deutsche, alle ausüben, Etz da, die, was bei der Krieg ausgekommen sind, alle gewohnt rauszukommen, die sind alle in Netztal nach von Südtirol sein, gell? Weil das sind alles keine Berggänger gewesen. Gell? In Tal, da haben sie unten schon die Amerikaner mit den Lastwagen gepasst, alle aufgeladen, gell? Und wieder raus, ich bin Tal, alle Gefangenschaft. Gell? Und ich bin allem da oben durch, über die Häfe, also geschaut, Kinder zu kommen. Gell? Und ich bin in 3 Tagen bin ich daheim gewesen. Ja. War es leider, dass halt der Frieden wieder langsam gekommen ist, gell? Sagen wir, wegen der Optionen hat sich das alles wieder langsam gelegt, gell? Weil die einen haben gesehen, dass die, was außen sein, auch nicht am besten gegangen ist. Die haben alle gemeint, sie kommen ins gelobte Land, gell?
die was optiert haben. Nicht? Und gewesen ist halt das Gegenteil, gell? Weil draußen sind sie auch als Flüchtling betrachtet worden. Nicht? Und sonst eigentlich haben sie die halt, wenn ihre zurückkommen sind, mit Schaukeln und mit den Klugen wieder anzupassen in Johann. Also hat Johann eher die Sieger gewesen, als die, das kann ich eigentlich nicht viel erinnern. Ja, sagen wir, allgemein ist die Stimmung langsam besser geworden schon, weil halt da, sagen wir, die Leute haben sich eher rühren gekriegt, gell? Da ist nicht mehr das zwischen Fanatismus, das hat ein bisschen nachgegeben, gell? Sind die Leute, die fanatisch sind gewesen, sind viel gescheiter geworden, gell? Sondern dann hat sich das auch ein bisschen beruhigt, gell? Und bei mir ist es mehr, sagen wir, das Technische hat nie Interesse gehabt. Und das andere ist bei mir als Leid so. Deswegen bin ich auch nicht mehr zu den Pflegern gemeldet, gell? Und bin auch als 20er für die 40, die da draußen sind, nach Wien gekommen, zur normalen Ausbildung. Gell? In Wien, da ist ein großer Flughafen gewesen, Militärflughafen, gell? In Aspern heißt. Und jetzt hat einmal der Österreicher gemeldet, dass Wien-Aspern, der Flughafen, wird jetzt als Wohnbauzone umwidmiert. Da gibt es ja noch Tausende vielleicht von Wohnungen, das ist ja ein Riesengebiet gewesen. Gell? Da sind ja wo die Bomber alle gelandet sind. Gell? Das ist ja, da hat man mit der Wachstelle nach der Ausbildung die stinkenden Dinge da, die sind da gestanden. Gell? Und Angst gehabt, da durchzugehen wegen der Kontrolle, gell? Weil da ist mir sicher gewesen, da ist noch ein Offizier, gell? Hat die jetzt bewachen, gell? Kontrollieren, gell? Wo die Wache wohl Ding ist. Gell? Und als junger Topf mit 20 Jahren, gell? Ist man halt dann frisch gebackener gewesen. Gell? Und da ziemlich aufgeregt. Gell? Und da hat der Offizier hat mit halt schreien, der hat mir so ein gewisses Wort sagen, gell? Weil wir da auf der Wache gehen auf mir, gell? Das ist ein Geheimwort gewesen. Gell? Wenn der sich erkennen noch geben, gell? Das ist in Ordnung. Gell? Das hat mir geschießen, nicht? Weil das Flughafengebiet, gell? Die erste Zeit, also Militär, und beim Deutschen ist sowieso alles streng hergegangen, weil da sind sie. Naja, Frankreich, jetzt bin ich für Straßburg mit dem Zug. Dann habe ich einen Chip gekriegt vom Flughafen, wo ich in der Pflegerschule einen Chip gekriegt, der ist da verladen worden in St. Pölten. Und da ist der Zug Richtung Osten gegangen, bis Mährisch Ostra, was geheißen. Ostra, Moravia, ja. Dann meinte ich, jetzt geht es Russland zu, gell? Und in Wirklichkeit ist da ein riesiger Verladebahnhof gewesen. Da sind ganze Massengleise nebeneinander gewesen, die sind alle da angekommen, gell? Und dann sind die Lokomotiven hinten zugegangen beim Zug. Dann haben sie den Zug langsam geschoben, gell? Und das ist ein bisschen aufwärts gegangen, auf der anderen Seite wieder rein. Gell? Und oben sind noch so Turm gewesen, die Stellenwärter, die haben oben nach Funk oder telefoniert damals wahrscheinlich, wo der Waggon hingeht. Gell? Dann waren sie eingeschoben, hat er dann noch gestanden und mit so einem Stang und ausgehängt, dann ist der Waggon rumgegangen. Gell? Und zum nächsten Zug, je nachdem, wie der eine gemeldet hat. Gell? Und zum Glück bin ich in einen zurückgehängt, der gegen Westen gegangen ist. Gell? Und da ist mein Glück gewesen. Und dann ist bis Straßburg und haben wir müssen ausladen.
Und nach dem Auslandskassen, so jetzt haben wir einen Zettel gekriegt, da ist leider ein Namen von, nicht die Batterie oder die Kompanie oder die Flaggen, aber dann bin ich zur Flagge gekommen, gell? Fliegerabwehr und Panzerabwehr-Einheit. Gell? Und da ist nicht der Name angeführt, weil das ist alles militärisch geheim. Gell? Bis südlich Paris, die Ortschaft ist angegeben gewesen. Und dann haben wir müssen gehen, das alles mit so Holztafeln markiert gewesen. Gell? Und dann, als ich nach hingekommen bin, habe ich schon gesehen, da hinten hat es alle geblitzt. Es ist schön Wetter gewesen, aber die Granaten halt, dass wir in der Nähe sein, gell? Zur Front. Ja, und dann sind wir noch übernachtet in einem Stall drin. Da war es auch nicht, ein Ross, ein Pferd, vor der Tier umeinander. Und das hat noch so ein Ding eingehängt auf der Seite, ein Granatsplitter gekriegt wahrscheinlich. Und falls es geschnauft hat, dann ist das wie eine Jalousie auf und zu gegangen. Gell? Und das hat unbedingt in den Stall in die Welt. Gell? Wir sind ja mehrere Soldaten da drin gelegen. Gell? Und das Bild habe ich auch noch. Und da so ein ekelhaftes Ding. Gell? Und dann hat man nach die Front gespürt, halt erst jetzt, ja. Und dann ist am nächsten Tag ist nachher schon langsam zurückgegangen, weil der Krieg ist ja praktisch verspielt gewesen schon. In 1943 dann ist nachher ist halt langsam schon mit Abwehr, aber weil die mal über den Kanal über sind gewesen, gell, dann ist da die Übermacht gewesen. Gell. Und wir haben leider gedurft auf die Flieger nur schießen, wenn sie uns angreifen, die Stellung. Gell. Und sonst bleiben wir auf Panzer. Aha. Neben der Straße, so versteckt im Wald ein bisschen. Wenn bei der Panzer kommt, soll man halt treffen. Gell. Ja. Und da ist er vorgeschoben nach Posten gewesen. Und die habe ich halt auf Nacht holen, solange es noch finster ist, und in der Früh wieder rausführen, bis in die ersten Stellungen. Gell. Im Winter 44, 45, dann sind wir oben gewesen, im Westwall oben, gell. Das habe ich auch vielleicht gehört. Die Deutschen haben im Westwall gebaut. Und gleich dahinter haben die Franzosen die Maginot-Linie gehabt. Gell. Das sind die 2 Franken gewesen. Die haben die Geschütze hinwärts in Richtung Frankreich und die anderen außerwärts. Und da sind die Deutschen mit den Fallschirmjägern drüber rein. Da sind die Waffen alle außer Ding gewesen. Gell? Und wir haben nicht mehr zu tun gehabt. Nicht? Und darum sind die Deutschen schon rein, ein Stückchen da, gell? Gesetzt da in Frankreich. Und da ist halt langsam zurückwärts, ja, und dann ist oben die Front noch stehen geblieben. Und dann ist das war ein Riesen, der Westpol haben alles die Gefangenen aufgetan mit Schaufeln. Da ist 3 mal 4 Meter gewesen. Ich weiß nicht mehr, 4 Meter breit oder 4 Meter tief, das kann ich nicht mehr sagen. 3 mal 4 Meter. Ja, wo die Leute da, wie viele da sind geworden, das ist niemand gepackt, haben sie einfach ein Herd drüber, gell, überhin ist gewesen, und nicht, da ist leider wichtig weg damit, gell. Das ist ja, und da sind wir einfach quer durch Deutschland, von der Schweizer Grenze bis ganz heim um den Westpol, mit Gefangenen aufgetan werden, mit Schaufeln, ohne dass da ein Packer oder etwas. Und geholfen hat der gar nicht, weil die Amerikaner gekommen sind sie mit den großen Kranwagen mit so Eisenbrücken, die Brücken übergelegt und die Panzer drüber, gell? Und alles um sich gewesen. Gell? Der Widerstand ist nicht mehr viel gewesen, gell? Und kann es weg. Gell? Und dann ist das lauterweise zurückgegangen. Ja, zum Schluss bis ein Stück über Kufstein, ich weiß nicht mehr, da sind ein paar sehr gewesen. Das ist halt am 5. Mai, wo wir jetzt alle antreten, die Batterie da, dann hat der Oberleutnant, ein richtiger Fanatiker gewesen, hat er gesagt, ja, jetzt unser Führer ist tot,
der Krieg ist aus und wir gehen gemeinsam in Gefangenschaft. Und wer hat was heimzukommen, kann gehen. Da hat jeder 2000 Fleisch gekriegt und 2 Laben Brot. Und ich hat da einen Rucksack genommen und geschaut halt da, ja, über die Klinge, über den Berg ein und da oben über die Hälfte durch. Weil am 5. Mai sind ja die Amerikaner in Innsbruck hingezogen. Gell? Da ist alles besetzt gewesen. Und weil ich in Innsbruck, über Innsbruck, habe ich einmal über ihn, weil sie kommen ja nicht hin, gell? Wenn ich auf der anderen Seite bin. Und da eine Weile gewartet und da ist so ein Laubwald gewesen und ein Pfosten ist hinten auf der Kreuzung gestanden. Und dann denke ich, jetzt muss ich halt abwarten. Und da ist ein amerikanischer, ein 4-strahliger Transporter gekommen und unten gelandet. Und der Amerikaner reingerannt, schauen, was der hat ausladen, wer hat Interesse gehabt. Typisch amerikanisch, einen Deutschen hatten sie ja erschossen, wenn der vom Posten weg war. Und in dem Moment dann nicht ausgeht's und gleich auf der Straße und das nächste Ding wieder verschwunden in die Hecken rein. Und da habe ich schon meine Zeit gehabt, so, dass ich Richtung Etztal kam. Bis Inntal, bis Etz und dann Inntal Erinnerungen über den Jaufen, hat über den Gimmel hinterher. Und da sind ganze Zeug für deutsche Soldaten aus. Und da ist ein Bild gewesen. Und ich als Unzähler über Innere, ja. Da sagst du mal, da oben so ein Heischipfel für die Pseirer rum übernachtet. Und da bei einem Bauer jetzt da hinten an. Und so ist halt da langsam bis über Marlinger Berg hin, allem oben über Riffian und Almleibe oben, weil es ist halt alles verdächtig, wenn man mit einem Rucksack im Pseier drin hingestellt und danach hat er gestellt, ja, geholt, naja. Ja, nach gut heimgekommen. Danach müsste wieder in Bootsnach in ein Gefangenenlager, weil da hat jeder Soldat sich melden, weil eine Musterung gewesen und dann hat man den Entlassungsschein gekriegt, gell? Und da politisch gemustert geworden, gell? Weil wenn Fanatische sind dabei gewesen, dann werden halt noch wahrscheinlich schon irgendwie bessere Aufköpfe sein worden, gell? Weil da haben sie da alles kontrolliert, gell? Und so ist halt da gegangen, ja. Weil da ist das ja schnell gegangen, gell? Weil die mit der Übermacht hergekommen sind, gell? Und die anderen bleiben mit Sporen, da ist das ja so praktisch, der Krieg ist ja als ein leckerliches Ding gewesen, da mehr Leute hinzumachen, gell? Die eigenen und die feindlichen, gell? Der Krieg hat ja nicht mehr zu tun gehabt, gell? Ja, da, wo wir die letzten Tage sind gewesen, da sind die Dachau-Gefangenen bei uns bei der Stellung vorbeigegangen. Gell? Da sind ungefähr, ich will wissen, bei 6000 gewesen. Und da ist der Sahnrad dabei gewesen, der Thaler, der hat mal im Fernsehen mal etwas, ist da dabei gewesen. Dann habe ich auch telefoniert einmal und gesagt, wenn du die Sahner-Tracht angehabt hast, dann hat ich mich schon als Südtiroler bekannt gegeben, zu erkennen gegeben. Nicht? Weil der ist da auch, ja, jetzt ist er gestorben. Gell? Die sind alle Gestraften hingehabt, gell, für Dachau. Und alle einander so gehabt, die noch fähig sein, gell, mitgeschleift, so einfach, das sind alle der Hunger. Gell? Und nach 2 Tagen sind sie noch frei geworden. Gell? Bei mir, weil der einer gesagt hat, der Krieg ist aus, sind auch die überall, sind schon die Amerikaner gekommen. Gell? Da haben sie die Sam nachher nach Frankreich gemacht und Sam hat noch Belauf gepappelt alle. Und so ist halt noch ziemlich dick gewesen, also das ist der Leben. Aber halt ein Bild schon, haben wir die Menge Leute gesehen, die hungert und war voll. Leute wartet mehr auf den Tod.
Jetzt haben wir schon jeden Fanatismus vergangen. Dann muss er krank sein gewesen. Sonst. Und dann habe ich so ein bisschen Vertreter gemacht von der Firma Leitner. Damals hat die Leitner Stürzing, die haben nur Landbeschiedung gemacht. Gell. Heute machen sie allein mehr Skilift und Dinge, das andere ist alles nicht mehr. Und da ein bisschen Vertreter hatte man ein paar Lira zu verdienen, gell, nebenbei. Und danach habe ich noch in Lana ein Geschäft aufgetan, gell, weil der Bürgermeister ist mein Cousin gewesen, damals der Gruber. Und er hat mir auch geholfen, um die Lizenz zu kriegen. Gell. Und dann ist das halt ganz gleich gegangen. Und dann habe ich ganz klein angefangen, in so einem alten Stall, wo man ein kleines Ding ausgebaut hat. Unter unmännlichen Verhältnissen, gell. Ohne Lehre. Gell. Und so ist halt noch ein bisschen noch ein Raum, also ein Magazin gekauft dann da. Und dann ist halt jetzt, heute ist halt der Sohn und der Neffe jetzt im Geschäft, da habe ich jetzt nicht mehr zu stehen. Gell. Ja, so ist halt da, so ist man halt alt geworden jetzt, ja. Ja, nein. Und damals sind auch noch Militärwagen mit Vollgummi in Ultini gefahren, noch, gell? Mit ganz primitiv, mit eine Kabine wie bei einem Kinderwagen, so die Dinge führen zu lassen. Gell? Und der Hinterantrieb ist mit Ketten gewesen. Auch, gell? Und da hat man halt auch geschaut. Gell? Und was das für das sind ganze Kolonnen sind in Ultini. Und damals ist da überhaupt kein Verkehr gewesen. Gell? Da ist in der Früh einmal das Postauto rausgefahren und der Nacht wieder rein. Gell? Aber einmal allein. Gell? Und da sind die Leute alle zu Fuß gegangen. Gell? Wenn sie haben wollen, da ist keine Möglichkeit gewesen. Gell? Und sonst sind halt so Fahrzeuge gewesen, die mit die Ross, gell? Die was halt Material ingeliefert haben und da wieder etwas raus. Gell? Und dann ist die Saalbahn gewesen, von Pankraz bis Lana, gell? Die haben auch viel Holz ausgeliefert. Das ist da in der Gaul, wo die Gaulschlucht anfängt, ist der Lagerplatz gewesen. Das hat der Innerhofer Jagd gehabt, der ist auch schon lang gestorben. Und da haben sie ein Postevil geschrieben, weil damals ist es gewesen, die Mode, gell? Wenn man etwas Schlechtes gewusst hat über einen Mensch, dann war sie leider der letzte Satz, hat es geheißen, die Fuhrleute, die sie verdrängen und die Kälber, die sie erhängen. Gell? Weil da ist ein Kalb, da haben sie Viecher rausgeliefert. Gell? Dann ist ein Kalb von der Kiste außer und bin Saal gekommen und das ist halt noch ausgefallen, gell? Hat es aufgehängt, gell? Selber. Dann haben sie halt einen Satz hingetan, gell? Die Fuhrleute, die sie verdrängen, gell? Durch der Saalbahn, gell? Und die Kälber, die sie erhängen, nicht? Das haben wir halt gemerkt, gell? Den Satz da. Ja, gell? Die Straße ist damals noch nicht asphaltiert gewesen, gell? Und da haben die Straßenarbeiter mit Schubkarren in die Schulter müssen zusammenkragen und wieder in die Lasen, haben gesagt, in die Tiere und ankragen, gell? Und die haben damals schon viel arbeiten müssen. Dagegen heute, weil sie asphaltiert ist alles, jetzt haben sie ja praktisch viel leichter arbeiten. Gell? Und da ist noch der Straßenmeister, der hat da oben gewohnt, mit einem Beiwagen mit Guzzi. Das ist ganz ein scharfer gewesen, Italiener. Gell? Und da haben sie noch lange schon gehört, weil er kommt. Gell? Da haben sie schon alle Dinge schon gespannt gewesen. Gell? Und ja, das ist. Ja, was religiös, gell?
religiös anbelangt, sind sie da oben so eine Insel gewesen, praktisch, gell, die ziemlich religiös ist gewesen zum heutigen Ding. Gell. Und damals ist man halt streng erzogen worden, gell. Hat man halt nachher, ja, in der Fastenzeit jeden Sonntag Vormittag Kirchen gehen und Nachmittag zur Fastenpredigt. Gell. Und um 8 ist Schülermesse gewesen. Und da, wenn noch die Kirche ziemlich voll ist gewesen, darum, die Kinder sind alle vorne in die ersten Stil gewesen. Und wenn noch ältere Leute sind gekommen, dann sind sie halt und haben so gepackt, wie ein Hein von Nest aus zu heben. Du kannst stehen, gell, weil du bist ja jung, gell, da schnallt nicht. Und damals ist das heute nicht mehr. Heute, wenn man in einem Bus drin steht, gell, dann sitzen die Kinder rum. Heute werden sie wohl studiert, auf alle achten, gell, aber halt auf der Seite acht. Bildung, weiß ich nicht, kommt das schon für die Herren von oben auch nicht? Oder, ich verstehe es nicht. Mir ist es schon für die Lehrpersonen schon über das auch ein bisschen geredet werden. Gell? Aber das ist nicht mehr halt. Gell? Ja, das sind, weil die Alten haben ja, damals hat es ja keine Rente gegeben. Gell? Und da nicht die Armenhäuser, sondern die Spitäler und so, das ist ja alles noch nicht so organisiert gewesen. Gell? Und deswegen da sind die Armen, die was ohne Dinge, und mehr die Sucht zum Trinken haben gehabt, gell, hat es auch mehr gegeben. Da sind die halt von Haus zu Haus gegangen, an Lebensbetteln, gell, das ist der Lebs, das ist ein Nachkommen vom Wein gewesen. Gell. Zuerst haben sie den Wein abgezogen, gell. Danach haben sie noch Zuckerei getan und noch Wasser. Danach ist halt noch so ein Getränk geworden, was die Arbeiter halt haben getrunken. Gell. Oder die nicht hart sind gewesen, zum Trinken überhaupt, oder Lust gehabt auf Alkohol ein bisschen. Wenn er ein bisschen geschmeckt hat nach Alkohol, dann ist er halt schon erwünscht gewesen. Gell? Und dann ist da vor der Tür ist meistens so ein Krug gestanden, so ein Tonkrug, schon extra für die Lebser. Gell? Und die sind auch nicht mal ausgewascht worden, wenn der eine weg ist, wollte alles der andere kommen, nachgefüllt. Und das ist alles hygienische Vorschriften hat es da nicht gegeben. Gell? Und da haben die Alten halt da geschaut, wenn sie ein bisschen Arbeit gekriegt haben, oft einmal zum Streibhack, gell, für die Baum, die Tasen, sagen wir, gell, die Streibhacken, gell, da haben sie nachher ein paar Lire vielleicht gekriegt und Tabak gekauft. Gell. Das haben die überhaupt nicht gehabt. Gell. Das sind schon arme Leute gewesen. Gell. Und da die Krankenbehandlung, das ist ja miserabel gewesen. Gell. In der Gemeinde unten ist ja 81 gewesen. Gell. Da die ganze Gemeinde hat müssen versorgen. Und da sind so viele damals oben schon ein paar gewesen, die Wassersucht haben gehabt. Gell. Wo das Wasser direkt durchgerunnen ist, für die Füße. Gell. Und unmögliche Zustände, gell. Hygienische Dinge überhaupt nicht. Gell. Und da ist halt, und da, da sind, wenn ihre gestorben sind, gell, bei der Beerdigung, gell, da war sie auch mit Kranztragen auch, und da haben sie nach in Sarg vor sie oben gegangen sind, weil da sind die Taten geworden von oben, von eversten Hof bis in ihre Lana getragen worden. Gell. Und heute dürfen sie ja einführen, ja, mit Leichenwagen. Dann haben sie oben Asche nicht getan, damit das Wasser nicht in die Fördertrager führen rennt. Gell. Und trotzdem ist noch das Wasser raus und dann haben sie so alte Hudern, was oben hat, umgewickelt, gell, damit es halt die Fördertrager schützen soll. Gell. Und trotzdem sind noch
weil die Droger ist so gebraucht worden, da haben sie noch Burgräfler Tracht, so einen Rock geliehen, weil jeder hat ja nicht einen Kopf, gell? Dann haben sie einen geliehen und dann das, haben sie ordentlich zurückbringen, wieder sauber, damit sie ja sauber bleiben. Gell? Und dann ist halt so gewesen, dass von Trauhaus weg haben sie die bestimmten Droger bis zur ersten Rast haben sie getragen und danach bis zum Karl-Kreuzort, da oben von der Unterstraßenabzweigung, haben noch Freiwillige, das sind nach vorgegangen und weitergetragen, gell? Weil das war das ja zu weit gewesen. Gell? Und dann, wenn ich von Karl-Kreuz aus sind dann wieder die bestellten Droger wieder bis Niederlande gegangen. Gell? Und ja, das sind zuständig gewesen. Und das gewesen ist noch die Umstellung, da haben sich die Leute schier geärgert. Gell? Weil humorisch sind wirklich gebetet worden, den Rosenkranz, gell, der eine nach dem anderen. Und bis Niederlande. Gell? Und danach, jetzt gehen sie halt durch bis zum Friedhof und sagen, halbes bis sie anfangen. Aber ich meine, die kommen noch länger dorthin. Oh, ich weiß mal. Ja, das ist. Forsthof ist so ein Gasthaus gewesen, ja. Schon heute auch noch. Und sie ist ja nicht los gewesen, weil die Leute waren kein Weltkopf, aber der ist aus Lorraine gewesen, so ein interessanter Ding. Und dann sind sie halt oft zugekehrt da und oft noch, ist einer da von Eckheisel hinter mir, hinter meiner Ding, der ist nach oben zugekehrt und der hat vielleicht ein bisschen zu viel getrunken haben, ist schon dunkel gewesen und heimgehen gewollt. Und bei der Rumini ist noch, da gibt es so einen Schluchtstrip vom Verwiegerbach und der ist noch durchgefallen. Gell? Der ist ja so vielleicht 50 Meter gerade. Gell? Und der ist noch, und danach ist noch ein alter Metzger, hat noch einen Ochs hineingetrieben, weil dann ist ja kein Fahrzeug auf dem Weg gewendet. Und der ist auch gleich noch durch. Gell? Und das ist logisch auch. Da ist Schnitzelfleisch noch schon geklopft gewesen. Ja? Für den und nachher, ja, und da, bei dem Haus oben, wo der Einsiedler ist gewesen, da hat es noch ja, da ist noch kein elektrisches Licht gewesen in der Gegend. Nachher hat das Ding oben, die Nacht oben gepumpert da. Und die Leute alle, so, niemand gewusst, was da los ist. Da sind dagegen um 3 so um der Semzeit außergewöhnliche Burschen gewesen, die hat wirklich alles Mögliche aufgeführt haben. Gell? Und dann haben sie so Schuhplattel gelernt, gell? In den Haus oben. Gell? Und das hat dann so komisch ausgeschaut, wenn sie dann ein Kerzenlicht haben, einen Lärm gehört. Gell? Und dann steht halt die Leute auch, wirklich hat er überlegt, was kann das sein. Und wir als Kinder sowieso schon Angst gehabt, und das Geistern. Gell? Und dann haben wir die Geister auch merken, die hatten was sein. So ist halt noch, naja. Wie gesagt, haben sie halt zum Holz anliefern. Gell? Und da ist die Saalbahn ist aber nicht ganz angegangen bis zur Straße. Damals sind sie mit den Lastwagen noch nicht zugekommen. Dann haben sie das Holz müssen treiben bis auf der Straße. Und dann ist einmal, als man der oben angelacht hat, dann hat es die Last oben zugedruckt und ist plötzlich hier dort gewesen. Gell? Und danach einmal einer von meinem Nachbar, ein Sohn, der hat oben mit einem Nachbar, einen anderen Schulkollegen, oben in der Nacht oben Holz gelassen. Und die haben halt da nicht verstanden, wahrscheinlich unvorsichtig, dunkel gewesen schon. Gell? Und dann hat da oben so einen Stamm gehen gelassen und dann hat es da oben eingeschlagen, genau im Kopf getroffen.
und ist auch hingewiesen. Ja. Das heißt, ist ein logisch tragischer Fall gewesen für zwei in der gleichen Ortschaft. Ja. Früher waren da die Verhinterhalten, haben sie das Holz als Meter lang angeschnitten und in den Bach hineingeworfen, in der Falschauer, um auszuliefern bis Lana. Weil das Holz hat als der Zueg damals die Pappenfabrik verarbeitet. Und bis Pankratszeit bis nach die Saltbahn außer. Und dann haben sie noch das meiste Holz noch schon mit der Saltbahn ausgeliefert. Aber das Holz haben sie drin, was sie hingeworfen haben, da sind noch so richtige gleichgültige Männer gewesen, die müssen nachgehen, das Holz wieder weiter schauen. Oft so, das Holz ist noch oft mal so umgetanzt, wenn es so ein Lock geblieben ist, um das weiter zu liefern. Nicht? Das war es nicht direkt aus, weil der Bauch ist ja große Stunde, und da haben sie mit einen praktischen Bauch ausräumen, bis in die Gaulschlucht anfangen. Und da haben sie so einen langen Steg gehabt, eine lange Latte, und haben die müssen da über die Latte überlegen, wieder, dass sie in die Schlucht drin auf der einen Seite auf der anderen umgekehrt überwechseln. Nicht? Und so sind sie da durch die Schlucht raus. Das ist eine ganz kaprizierte Arbeit gewesen. Und nass bis zum Hinternei. Ja. Und dann hat er schon noch gewesen, der hat das Eisen nachgetragen, dann hat er in die Wand oben müssen, in gewisse Stellen ist er halt dazugekommen. Zu der Arbeit, da ist da schon die Zeit ausgemacht gewesen, wenn das Mittagessen ist. Gell. Also, damals hat es schön verdient, gell. Sonst ist das ja eine Arbeit gewesen, das hat nicht jeder getan, gell. Auch nicht die Kind. Und dann auch nicht registriert, gell, weil es gefährlich gewesen ist. Aber halt, da hat der Verdienst halt gezogen. Gell. Und auch, weil oft ist passiert, wenn ein Unwetter gekommen ist, dann hat es vor dem Schlag das ganze Holz aufgeklappt, gell, und ist außer. Dann haben sie müssen heraus, haben sie einen Rechen gemacht, gell, die Falschauch angesperrt, und damit das Holz auf Seite ausgeht, in so einen Kanal rein, und auf dem Landplatz aus, heißt da hinten auf der Land. Und dann haben sie gesagt, die Stangen alle ausreißen, damit das Holz, es hat sich Überschwemmung gegeben. Gell? Dann ist das Holz halt aus in der Etsch aus. Gell? Und da haben sie überall gepasst, auswärts. Und da ein Stück Chlor noch im Burgstall, und da, wenn etwas gekommen ist, haben sie rausgezogen. Die haben noch einen Slick gehabt und die anderen schon. Ja. Und da haben sie für alles Holz nicht mehr gekriegt. In Lana da ist eigentlich, sind ganz wenig Geschäfte noch gewesen, so Lebensmittel und halt so Kleinigkeit, Stoffgeschäfte, aber es ist verhältnismäßig halt wenig. Und so, was ist das halt ja, eigentlich schon ganz, und da Gasthäuser sind ein paar Bekannte gewesen, gell? Und so die Baren hat es überhaupt nicht gegeben. No, und ja, das ist halt die Industrie gewesen, gell? Die Marmeladefabrik und die Pappenfabrik, gell? Die Zueg ist da großartig gewesen. Gell? Und ja, das ist eigentlich wenig. Und mehr, zwar Hantiere, da Schmiedwerkstätten sind gewesen, auch 3, der Zeigschmied, Werkzeugschmied und der Saroi.
Ja, und dann ein Schwarzschmied hat es geheißen, ich war auch Schmied gewesen. Dann ist halt nur die Schmiedearbeit gewesen, heute ist das alles nicht mehr. Gell? Das ist, Werkzeugschmied gibt es überhaupt keinen mehr. Gell? Das ist alles vorbei. Und dann sind so meistens die Alten drin gewesen, gell? Der alte Bediener, gell? Der war alte Besitzer halt auch noch. Gell? Weil die Jungen sind meistens, wenn es eine Arbeit gegeben hat, schon ausgeflogen, wo sie etwas ausschaut. Gell? Weil das ist daheim, hat es nicht gegeben. Gell? Und so viel Sachen hat es nicht gegeben, gell? Dass sie auch mit wenig Umgang. Gell? Da haben sie nicht alles Mögliche mit haben behind. Und die Süßigkeiten haben sie so große Behälter drin gehabt, außer Geschichte, wenn sie mal die Kinder mal etwas erbettelt haben. Aber sonst ist ganz ein anderes Ding gerichtet gewesen. Die haben nicht die modernen Systeme gehabt wie heute, alles schon verpackt. Und, das ist heute ja alles ganz ein anderes Ding. Jetzt ist das in so einzelne Abteilungen da, verschiedene Gattungen Mehl und Dinge haben sie da unten gehabt, mit der Schaufel rausgetan, in den Sacklinge, und das ist ganz anders. Und da überhaupt mit der Auswahl, was heute, das hat es ja nie gegeben. Gell? Heute mit so viel Wurstsachen, und früher ist ja ein Bauernspeck und dann noch ein Bauernkäse und einen faulen Käse hat es geheißen, der was, wo die Lebewesen schon drüber gegangen sind. Ja. Das ist halt Natur gewesen. Gell? Ja, früher hat es halt die Wegleitermilch gegeben, und das ist halt das Hauptding gewesen. Und so hat man halt nachher, ja, haben wir auch auf einmal so Mehl gekauft oder so. Na, die Ultner Frechter, da sind 2 Frechter gewesen. Na, haben gesagt, ja, wenn man hat so einen Sack Mehl mitnehmen, das bis bei uns. Und da oben, wo der Panickhäusl, da wo der eine gestorben ist, da, der in den Bach gefallen ist, dann oben hat er halt ein bisschen Alarm. Und na, ja, die Lastwagen haben ja noch keine Kraft gehabt. Die haben sie ja fast nicht mit dem ersten Gang eingezogen. Ja, den sie nicht gern halten wegen einem Sack Kohladen. Und das ist ja ein ganz anderes Verhältnis gewesen. Gell? Da ist ein kleines Motor drin, wenn du keine Kraft dahinter. Gell? Und das ist halt. Das sind die zwei Autos gewesen, ja, der Feuer und der Turner, das sind die Frechter gewesen, ja. Und sonst halt mit den Fuhrwagen, mit den Ross. Ja, die sind nachher verdrängt worden für die anderen. Gell. Die Mühlen sind ja mehr, Bauernmühlen schon, wenn ihnen so 3 hintereinander sind gewesen, als die Profati, die Bauern gehört haben. Gell. Und da sind ein paar gewesen, ja. Alle mit Wasser angetrieben. Und danach halt mit Strom umgebaut. Und ja, und das ist alles nicht mehr. Das sind alle verschwunden. Wir haben da in der Gaulschlucht, da sind 2 Elektrowerke gewesen. Gell? Und von außen, da ist einer, ein Aufseher von dem Berg, ist ein Bastler gewesen. Und der hat von einer Marmeladekistel wieder zugeführt, er hat Äpfelmarmelade alles in Holzkisteln reingetan. Gell? Hat er ein Radio gemacht. Und ja, so etwas Primitives, da ist in den Kisteln so
ein Sturm, irgendeine Mineralien oder etwas gewesen. Und da oben auf ein Hebel mit einem Draht in Kontakt. Und da haben wir Sender suchen. Gell? Und was das für ein Sender sein gewesen, mit Kopfhörer. Und da sind wir noch zu einem Nachbar hin, der hat einen von ihm gesehen. Und da haben wir, könnt ihr mal das Ding anschauen. Da haben wir halt probiert und man hat halt eine Musik gehört, aber nicht Nachrichten oder. Da, je nachdem, wie man so geschaltet hat, hat sich die Musik da verändert. Gell? Und was so für ein Sender sein gewesen, weiß ich nicht. Und das ist das erste Ding gewesen, wo man hat gesagt, das ist ein Radio. Gell? Und sonst danach sind halt auch noch die primitiven Kisten gekommen, gell? Wie es halt auch heute oft mal hier sein. Gell? Naja, da ist alles schnell gegangen. Gell? Auf dem Gebiet alte Gasthäuser sind schon ein paar gewesen, ja. Die sind auch heute noch, aber es ist die Frische hat es wenig gegeben, muss ich sagen. Gell? Und das sind also mehr Gasthäuser gewesen, wo es auch zu essen gegeben hat. Gell? So. Und die Baren oder das hat es überhaupt nicht gegeben. Das ist erst die neuere Zeit hat das gebraucht. Gell? Und früher sind die Leute halt zur Unterhaltung viel auf die Berge gegangen und bin schon auch tanzen gegangen, sagen wir, je nachdem, wie sie halt aufgezogen sein mussten. Gell. Bei uns hat es das nie gegeben. Gell. Dann war das gleich schon eine Gegend der Natur gewesen. Eine strenge Gesetz gewesen, gell? Vielleicht ein bisschen zu streng, aber halt, jetzt ist mir echt alt geworden, das ist alles ja gleich. Nicht? Und ist alles gegangen. Nicht? Ja, da ist ein altes Gasthaus. Und daneben ist beim Pflasterwirt das geheißen, wo ich mein erstes Geschäft angetan habe. Das Geschäft kann man auch nicht sagen, hat ein kleines Haus gebaut. Dahinter ist ein stinkender Stall gewesen. Da sind wir um die Ulter die Ross hingetan, die Fuhrwerke. Gell. Und dann ist das alte Gasthaus beim Pflasterwirt, ja. Das ist ganz alt gewesen. Ja. Und beim Teich ist auch bekannt. Und ein Mannschein und ein Reichhalter und ein Lenz. Und das sind alles alte Gasthäuser. Ja. Das sind halt so die gewissen alten inneren Kundschaften. Ja. Ist, für die Jungen ist das nicht der Anziehungspunkt gewesen. Ja. Da haben wir noch wenig Muse oder Dinge gegeben. Ja. Da müssen da Hexenkarten spielen gewesen. Und sonst ist nicht viel los gewesen. Ja, ja mein Geschäft war sie halt, das ist das Einzige, was Spielsachen auch gegeben. Und dann sind halt nach Kirchen alle hängen geblieben, wie die beiden beim Stockzwiebeln, wenn sie den Honig schmeckt. Das hat auch schon gerochen von nie außer. Das ist da neben dem Gemeindehaus gewesen, am Walzer das Gras. Und das ist halt, da sind die Kinder alle zu. Das ist das Einzige, schon mit Schauen schon zufrieden gewesen, wenn man halt das Kind da automatisch alles da. Und so ist es eigentlich das einzige Geschäft gewesen, wo es so die kleinen Risseln halt mit Wagen und das ist halt der Anziehungspunkt gewesen. Gell? Das hat es ja für die Kinder nicht gegeben. Gell? Hat dann niemand nicht gehabt. Und dann ist halt noch das ganze ein eigener Tag gespielt. Vielleicht hat er noch etwas gekriegt. Gell? Und so ist das ja andere in extra einen Geburtstag gehabt, vielleicht ein Krapfen und da bin ein Speck drin oder extra Dinge. Aber das ist ganz anders und da zufrieden sind alle gewesen. Ja. Und zu wünschen war, wenn die Zeit ganz kurz nur mal kommen hat, die im Provinzen, das halt niemand noch kleiner braucht, gell? Und die Unzufriedenheit,
mein Gott, den ganzen Verkehr und den was.